Warum werden sechsjährige Mädchen in unserem Land gezwungen, sich unter einem Kopftuch zu verstecken, während wir wegschauen? Ich weiß, viele sagen mir, ich soll das nicht sagen, aber ich kann nicht stillsitzen. Als ich hörte, was in Neukölln passiert, konnte ich die Nacht nicht schlafen. Ein Vater betritt regelmäßig einen Laden und fragt nach Kopftüchern für seine sechsjährige Tochter. 6 Jahre alt. Diese Mädchen sind die wahren Heldinnen. Sie leiden unter einer Ideologie, die sie unsichtbar machen will. Bevor wir tiefer in diesen Wahnsinn eintauchen, bitte abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diesen Podcast. Glauben Sie wirklich, dass diese Unterdrückungskultur zu unserer Freiheit passt? Es macht mich fassungslos, wie wir diese reaktionäre Dunkelheit tolerieren können. Ich werde niemals akzeptieren, dass wir unsere Werte aufgeben. Stellt euch vor den Sommerferien müssen Berliner Schulbehörden kleine Mädchen offiziell davor warnen, in die Heimatländer ihrer Eltern zu reisen. Warum? Weil die reale Gefahr besteht, dass sie dort zwangsverheiratet werden. Offiziell haben wir 68 erfasste Fälle pro Jahr, aber die Dunkelziffer bei diesen Frauen ist ein Vielfaches davon. Was tun wir in Deutschland? Wir lassen Imame gewähren, die minderjährige 14-jährige Mädchen verheiraten. Ich habe gehört, wie Imame das rechtfertigen. Sie sagen eiskalt, wenn 14-Jährige heiraten, sei das wie bei deutschen Teenagern in einer Beziehung, nur dass sie besser aufpassen. Das ist religiöser Extremismus. Diese Ideologie ist ein Antiheld, der die Opfer, unsere Kinder, frisst. Wie können wir das als Gesellschaft hinnehmen und von Toleranz faseln, während diese Mädchen der Kindheit beraubt werden? Jetzt wird es richtig düster. Wir finanzieren diesen Wahnsinn direkt mit Steuergeldern. Eine Kita in Neukölln hat 4,2 Millionen Euro Fördergelder vom Land Berlin kassiert. Der Betreiber? Ein schiitischer Islamist, der knietief im Extremismus steckt und Kooperationspartner der verbotenen Blauen Moschee war. Er verbreitete eine gefährliche theologische Anweisung. Hier ist das Buch, die theologische Quelle aus dem Regelwerk, Fatwa des Großgelehrten Al-Sistani. Der genaue Text lautet: Wenn du eine Frau geheiratet hast, darfst du mit ihr schlafen, also Geschlechtsverkehr haben, ab dem 9. Mondjahr. 9 Jahre! Versteht ihr das? Und dieser Typ leitet eine Kita in Deutschland. Ich kritisiere das zutiefst. Eine Ideologie, die Missbrauch von Kindern religiös legitimiert, hat in einer zivilisierten Welt keinen Platz. Warum geben wir diesen Leuten Millionen? Es geht in diesem System um die totale Kontrolle der Frauen. Ich erzähle euch von einer Kleinstadt nördlich von London, wo Islamisten unsere liberale Verfassung gnadenlos ausnutzen. Ein Mann holt seine Kinder von der Koranschule ab. Seine Frau muss 2 Meter hinter ihm laufen, bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Als er gefragt wird, ob man mit ihr reden darf, sagt er sofort, das möchte die nicht. Woher will er das wissen? Er macht unmissverständlich klar, dass er das nicht möchte. Frauen werden systematisch zu Geistern gemacht. Wenn man diese Männer fragt, warum sie nicht nach Saudi-Arabien gehen, wenn der Westen so dekadent ist, lachen sie. Sie wurden dort rausgeschmissen. Sie bleiben hier, weil sie unsere Freiheit als Waffe gegen unsere Freiheit einsetzen können. Leute, wenn euch das auch so wütend macht, dann drückt genau jetzt auf den Abonnieren-Button. Hinterlasst einen Kommentar und teilt den Podcast mit euren Freunden. Wir dürfen nicht schweigen. Schauen wir uns die kalten Fakten an. Eine Studie der Uni Hamburg hat 22.000 Menschen befragt. Das Ergebnis? Jeder zweite Muslim unter 40 Jahren ist islamismusaffin. Knapp 24% halten einen islamischen Gottesstaat für die beste Staatsform. Fast die Hälfte hält unsere westliche Sexualmoral für vollkommen verkommen und fast 30% stimmen zu, dass man Juden nicht trauen kann. Das ist die bittere Realität. Ein reaktionäres Weltbild wird mitten unter uns etabliert, das keine individuelle freie Entscheidung mehr zulässt. Es ist eine Schande, dass wir dabei zuschauen und nichts unternehmen, während die Aufklärung verraten wird. Und was passiert auf unseren Straßen? Auf dem Alexanderplatz in Berlin standen hunderte junge syrische Männer und haben ausgelassen gefeiert. Was haben sie gefeiert? Sie haben einem grausamen Massenmörder gehuldigt. Sie haben gefeiert, dass Drusen abgeschlachtet und Juden bedroht werden. Das ist ein absoluter Tiefpunkt für unser Land. Aber unsere Politiker? Die kuscheln ungeniert mit diesen Milieus. Eine bekannte Politikerin nahm 2012 an einem Feriencamp der Muslimbruderschaft teil. Die Hamas ist der terroristische Arm dieser Bruderschaft. Und es interessiert niemanden. Wäre es eine rechte Vereinigung, würde das Land Kopf stehen. Aber beim Islamismus? Da gibt es diese widerliche Äquidistanz. Wir schauen weg, während diese extreme Ideologie unsere offene Gesellschaft unterwandert und sich als ewiges Opfer inszeniert. Diese Heuchelei bringt mich zur Weißglut. Wisst ihr, was den ultimativen Beweis für die ständige Gewalttätigkeit dieses reaktionären Islamverständnisses liefert?
Es gibt in ganz Deutschland genau eine einzige Moschee, in der Männer und Frauen gleichberechtigt beten dürfen, Homosexuelle willkommen sind und Frauen das Gebet führen. Nur eine einzige. Und was ist mit dieser Moschee? Sie steht permanent unter striktem Polizeischutz. Warum? Weil die Feinde dieser Moschee unerbittlich gegen sie hetzen. Wer so tut, als gäbe es diesen hochpolitischen Islam nicht, belügt sich selbst. Wer Homosexualität verdammt und strikte Geschlechtertrennung fordert, baut eine gefährliche Gegengesellschaft auf. Das sind eklatante Menschenrechtsverletzungen, die wir nicht mit falscher Toleranz beschützen dürfen. Unsere Gesellschaft wird von innen heraus zerstört, wenn wir diesen Feinden so viel Raum geben. Wir müssen endlich aufwachen! Wir haben Gesetze, wir haben Schulordnungen, wir können Dinge wie das Kinderkopftuch verbieten, um kleine Mädchen vor Übergriffen zu schützen. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass eine Ideologie, die Frauen unterdrückt und Ungläubige verachtet, bei uns Fuß fasst. Diese Opfer brauchen uns dringend als ihre Stimme. Die Aufgeklärten, die Frauen, die mutigen Aussteiger, sie sind die Helden unserer Zeit. Wir müssen diesen radikalen Islamismus mit aller Härte bekämpfen und aufhören, feige Ausreden zu suchen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Lasst uns gemeinsam eine starke Gemeinschaft der Vernunft aufbauen. Bitte vergesst nicht, abonniert den Kanal, gebt dem Podcast einen Daumen nach oben, schreibt eure Gedanken in die Kommentare und teilt diese Botschaft mit der Welt. Bis zum nächsten Mal.